Mensch, du, ich hätte ja nie gedacht, dass man so leckere Brötchen da backen kann. Guck mal her, ist das nicht herrlich? Ich habe ja gewusst, dass es einen Friss-dich-dumm-Kuchen gibt. Den haben wir ja schon gemacht, aber Friss-dich-dumm-Brötchen. Ja, die gibt's auch und die sind so herrlich und schnell gemacht, kann ich euch sagen. Und das duftet aus der Küche, aus dem Ofen früh am Sonntag. Da stehen die ganz alleine auf, alle zum Frühstück, kann ich euch versprechen. No? Und hier habe ich schon ein bisschen Mehl in der Schüssel und da bröseln wir uns ein bisschen Hefe rein. Und dann noch ein bisschen Zucker rein, Wasser dazu. Und dann rühren wir das Ganze jetzt 5 Minuten ordentlich durch. Nach 5 Minuten geben wir noch ein bisschen Salz dazu und das verrühren wir jetzt auch noch mal 5 Minuten. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wir brauchen heute gar nicht aufpassen, ob es in die Küche zieht, denn wir brauchen jetzt keine warme Wolken oder so. Und warum, das seht ihr gleich. So, guck, so richtig schöner, fester Teigbatzen. Und dann tun wir jetzt unten in die Schüssel mal noch so ein bisschen Mehl rein. Und dann bobbeln wir den da mal ab. Ihr könnt natürlich den Teig auch immer mit den Händen machen, ne? Aber mit der Maschine ist natürlich mit so Hefeteig immer ein bisschen angenehmer. Und dann oben noch ein bisschen was drüber. Und dann stellen wir das gute Stück jetzt nämlich für 1 Stunde in den Kühlschrank. Und jetzt schau mal einer, guck, jetzt ist der doch echt im Kühlschrank aufgegangen, ne, siehst du? Und das Allerbeste ist auch hier mein Deckel, habt ihr das schon gesehen vorhin, ne? Der hatte Joanna den Hefeteig in eine heiße Ofen gestellt, bei 30 Grad Umluft zum Gel, bisschen zu dicht an der Spirale und schon hat der Deckel ein Muster. Muss ich mal gucken, ob mein Peter mir das ein bisschen machen kann. Und jetzt hauen wir uns hier noch so ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche und dann tun wir den Teig mal da raus und dann müssen wir einfach so ein bisschen 4-mal ineinander falten. Und jetzt wieder zurück in die Schüssel, kaputte Deckel drauf und nochmal in den Kühlschrank. So, guck mal, die Joanna hat natürlich hier einen Teig schon mal vorbereitet. Der war jetzt auch 1 Stunde gefaltet in den Kühlschrank. Ich finde es ja immer faszinierend, dass der noch in den Kühlschrank so schön geht. Einmalig, kann ich euch sagen. Das Rezept findet ihr immer als Link unten in der Infobox. Da könnt ihr dann nochmal genau nachlesen. Und jetzt brauchen wir schon die Teiglinge. Ofen habe ich schon vorgeheizt, 230 Grad Ofen ohne Hitze. Dann mache ich mir jetzt noch ein bisschen Müll, sagt immer meine Schwiegermama, die kommt aus der Oberpfalz. Das ist kein Mehl, das ist Müll. Ist ja auch süß, ne? Und jetzt machen wir mal hier das Ding raus und hauen es mal auf die Arbeitsplatte. Und dann müssen wir uns die Teiglinge abwiegen. Die brauchen immer so ungefähr 90 Gramm. 105 ist zu viel, 80 ist zu wenig. Jetzt, so. Und dann tut er die jetzt noch mal so ein bisschen rundweike, wie ihr es auch kennt vom Brot, ne? Und dann rollen wir die einmal so kleines bisschen, schau. Und dann ist das Teigling schon fertig. Und dann braucht die Joanna natürlich noch ihr Backtablett. Wo habe ich es? Da hinten. Da habe ich schon ein bisschen Backpapier drauf. Und dann legen wir es dann so schön nebeneinander mit Abstand mal drauf. So, guck, und schon sind die Scheißerle auf dem Tablett. Und jetzt müssen sie dann noch mal gehen. Wo ist jetzt wieder mein schönes, frisches Handtuch? Und zwar so 20 Minuten lassen wir es jetzt einfach da stehen. Schau mal hier, wie die schon noch mal aufgelupft sind, die kleinen süßen Scheißerchen. Und jetzt habe ich hier so eine Klinge. Das ist von so einem Cuttermesser, ein neues, weil das schneidet nämlich schön scharf. Weil jetzt müssen wir es oben noch ein bisschen einschneiden. Guck. So einmalig hier. Du. Und jetzt habe ich hier noch so ein bisschen kaltes Wasser. Damit tun wir es ein bisschen einpinseln. Ihr könnt es natürlich auch einsprühen mit einer Flasche, wo Wasser drin ist. Ja, was denn sonst, Joanna? Und jetzt müssen sie ganz schnell in den Ofen und dazu noch einen Schluck Wasser unten auf dem Backblech. Mensch, du, ich hätte ja nie gedacht, dass man so leckere Brötchen da backen kann. Guck mal her, ist das nicht herrlich? Und die sind warm natürlich eingedischt, kann ich euch sagen, mit so ein bisschen Butter oben drauf einmalig. Und den Teig könnt ihr euch natürlich vorbereiten, einen Abend vorher. Och, herrlich. Ciao, macht's gut.